Liebeselement Feuer, wieder Schütze und Löwe. Wir gucken in euren Quickblick für den August. Was sind für Themen, die für euch kollektiv zu sehen sind. Ja, prinzipiell legen sich die Veränderungen mal in die Mitte rein. Also es wird wohl ein Monat, wo sich viel verändert, wo Veränderungen anstehen. Es kann sein, dass ihr so eine Energie, wo ihr euch genervt fühlt, wo ihr unruhig seid, wo ihr euer Fundament nicht richtig spürt, in die Veränderung bringt. Dazu seid ihr vielleicht auch bereit, Schnitte zu machen. Ne? Ihr erkennt es und merkt es und es haftet irgendwie ein bisschen an euch. Und jetzt seid ihr bereit, es zu entfernen, einen anderen Weg zu wählen. Ihr kommt ein bisschen an Hindernisse dran bei euren Veränderungen. Da gilt es dann auch ruhig Blut zu bewahren. Ich sehe so eine genervte Energie, denn selbst wenn es gehindert oder mit Hindernissen vorangeht, enden die Dinge hier in der Sonne. Eine schwierige Situation, vielleicht auch ein schicksalshaftes Ausgebremstsein wird hier beendet. Möglicherweise auch schneller oder abrupter, als du denkst. Ne? Du kannst hier eine andere Ernte einfahren. Irgendwie ist auch Zeit für Ernte. Und es geht darum, dass dein Leben ein bisschen ruhiger wird. Nenn es schicksalshaftes Ausgebremstsein. Das ist ja immer so dann, wenn irgendwas nicht so geht, wie man möchte. Oder wenn das Außen noch mit einspielt. Oder eben andere Personen, die in der Situation involviert sind oder mit beteiligt sind. Hier zeigt sich ein Konflikt, bei dem du Last ablegen darfst. Eine Sache, die schwierig ist, das kann ein Konflikt mit dir sein, ein Konflikt mit Veränderungen überhaupt. Auf jeden Fall etwas, was sich schwierig für dich gestaltet hat, möchte hier aufgelöst werden. Du darfst dir dabei sehr treu sein, loyal zu dir selber sein, deine Ziele verfolgen. Unter Umständen zeigen sich hier auch Dinge für dich, die haben mit deinen Freunden zu tun oder möglicherweise mit Arbeitskollegen oder auch mit deinen eigenen Kindern. Ne? Hier geht es um, wenn das Kreuz kommt, kommt für mich immer auch so eine Situation, da hast du schon was in der DNA, was ausgefochten werden will oder sich immer wieder vielleicht auch als Kampf zeigt. Die Finanzen werden hier ein Thema sein. Hier geht es darum, dass man vielleicht ein bisschen schwankende Energie hat im finanziellen Bereich oder auch auf den Emotionen. Es geht um das Thema ehrlich sein, ehrlich sich selbst gegenüber sein, seiner Intuition vertrauen. Unter Umständen klärst du hier auch einen finanziellen Rahmen über das Thema Beruf, Berufung. Also das heißt, es gibt etwas zu klären in deinem beruflichen Umfeld und da sind die Finanzen involviert. Das fühlt sich vielleicht emotional ein bisschen komisch an oder du denkst drüber nach, ob du ein Verlustgeschäft machst oder so, wenn du hier was veränderst. Aber es hilft dir, einen geraderen Weg auf jeden Fall zu gehen. Hier liegen am beruflichen Bereich Neubeginne, die Zuwachs bringen. Das kann auch über eine andere Person dir zu Ohren kommen. Möglicherweise haben hier die Feuersternzeichen eine trennende Situation, die sie hier sehr gut überwinden können. Andere Möglichkeit ist tatsächlich, du klärst eine Situation mit einem Gegenüber
Oder aber du investierst sehr viel in Klärung. Falls du hier was mit dem Amt oder der Behörde hast, hast du hier auch den guten Stern. Können hier auch nur Kleinigkeiten sein, die dich voranbringen. Oder wo es eben vorwärts geht. Und du wirst ja aufgefordert, dein Umfeld ein bisschen harmonischer zu gestalten, dich nicht vom Außen deiner eigenen Größe berauben zu lassen. Hier geht es vielleicht speziell auch nochmal um die Vaterthemen, die für dich relevant werden, die sich vielleicht auch im Beziehungsbereich zeigen können. Und es geht unter Umständen auch um familiäre Veränderungen an sich nochmal. Da kann deine Vergangenheit mit einbezogen sein. Partner aus deiner Vergangenheit. Ja, was hier ganz schön ist, ist, dass du hier, guck mal, du guckst hier als der Zuseher auf einen Schlüssel, mit dem du dir andere Türen öffnen kannst. Ich sehe dich hier auf einem kurzen Weg sogar. Ja. Hier dieses plötzliche, Überraschende wird dir hier helfen, einen Erfolg irgendwie einzuheimsen, ein bisschen Glück auch zu haben. Hier sind alle Dinge im häuslichen Bereich oder im Umfeld angezeigt. Ne? Hier kann es auch um Papiere für die Häuslichkeit gehen, um Verträge, Mietverträge zum Beispiel. Auch das liegt hier sehr schön, falls du im häuslichen Bereich irgendetwas stabilisieren möchtest, könnte man hier für dich einen Erfolg sehen. Aber hier sind auch die Herzensangelegenheiten dabei. Ne? Hier geht es stark um dein Fundament, die verschiedenen Bereiche des Alltags betreffen, das Umfeld, die Häuslichkeit, die Liebe, die Beziehungen. Die liegen alle hier schön, was ja hier auch schon gesagt wird, beim Faktor des Veränderns mit drin. Ich habe hier tatsächlich, dass du dir in vielen kleinen Bereichen neue Kapitel aufschließen kannst. Und es scheint so, als würde sich hier dein Umfeld liebevoller gestalten, als hast du hier Möglichkeiten, etwas zu beruhigen, also ein Kraftort zu erschaffen irgendwie für dich auch, ne? Finanzen und Beruf, musst du gucken, liegen bei dir ein bisschen die Schattenthemen drauf. Also dass eben die Veränderung, die hier hinderlich vorangeht, überraschend kommt, plötzlich auch sein kann, dass du da eben auch drauf guckst, dass du versorgt bleibst. Also so dieses, ja, keine Sachen machen, wo man jetzt nicht 100% davon überzeugt ist, denn ich sehe dich hier mit sehr viel wankender Energie. Wenn die Energie wankend ist, fühlt sich das nicht sicher an, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Moment oder die richtige Situation. Das sind noch so Selbstzweifel oder du kannst deiner eigenen Intuition nicht trauen. Für euch, ihr lieben Feuersternzeichen, habe ich hier für den August die Willensstärke mit dem Steinbock. Natürlich wissen wir alle, was der Steinbock auch macht, ne? Er hat Hörner, er boxt sich durch. Er kommt auf gefährliche Hügel hoch. Und er kündigt dir hier jetzt auch an, dass du das gestern hinter dir lassen darfst. Hier haben wir ja auch den schicksalshaften Konflikt irgendwie, dass du dich mehr auf das Heute besinnst, dass jetzt eine Phase kommt, wo ein bisschen Konzentration, Kraft und Ausdauer erforderlich werden. Und es geht darum, auch daran zu arbeiten, dass du Beständigkeit in dein Leben kriegst. Ne? Hier geht es um den größeren Erfolg, der für dich ansteht. Und es wird das Thema Karma auch direkt angesprochen. Ne? Das ist, man nennt es eben karmische Lektion. Aber im Prinzip sind die Dinge da so vorhergesehen, dass wir damit Gelegenheit haben, uns neu auszurichten, Fähigkeiten trainieren können, nicht von Verhaltensmustern
uns leiten lassen, die kontraproduktiv sind. Denk dann immer auch daran, wenn andere dir ein Stück Lektion bringen, bringst du das auch den anderen. Das ist so eine gegenseitige Wirkung. Und der Steinbock möchte dich hier an deine Willensstärke erinnern. Da sollst du auch jetzt nicht über Kleinigkeiten rumjammern, sondern das große Ganze sehen und dich auch nicht abbringen lassen. Es wird dir hier vielleicht auch später noch klar, was der Sinn hinter deiner aktuellen Situation ist. Aber der Steinbock bringt dir hier natürlich auch eine gewisse Zähigkeit mit. Ne? Konzentriere dich auf deine Stärke. So wirst du hier auch deine eigenen Abgründe ein bisschen besser im Griff haben. Und dein Weg wird dir eine andere Kraft und einen anderen Erfolg bringen. Und hier darfst du auch unerschütterlich an den Dingen weitermachen. Ne? Okay, was sagt denn der Gesang der Vögel noch dazu? Für die Feuerzeichen. Habt ihr 2 bekommen, die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Also anscheinend ist es auch eins deiner Stärken, diese Willenskraft, die sich jetzt zeigt. Und wir haben den Hausrotschwanz. Ich bringe dir Klarheit, intuitive Gabe und Heiterkeit. Wenn das Leben wieder einmal den Zweifel hereinspült, behalte inne, berühre den Zweifel und gib dem Vertrauen Platz. Wunderschön, ihr Lieben, Feuersternzeichen. Ich wünsche euch einen schönen August. Ich drücke euch bis bald.